Willkommen bei Laura und Mariano und unserer immer noch chaotischen Autofahrt durch Indien nach Nepal. Fast haben wir es geschafft, wir müssen nur noch etwa 30 Kilometer fahren. Mit der Fahrt durch die letzte größere Stadt haben wir nochmal die Chance, alles zu zeigen, was man so in Indien auf der Straße sieht und erwarten kann. Natürlich erstmal Kühe, die überall in Indien frei rumlaufen oder auch als Nutztiere verwendet werden. Die Straßen sind oft in einem ziemlich schlechten Zustand. Hier links hat jemand auch seine Schneiderei, also so Straßengeschäfte sind völlig normal. Straßenhunde gibt es sehr viele, oft diese hellbraunen. Nichts ist holpriger als die Bahnübergänge und die Straße davor und dahinter. Das vor uns ist eine schmale elektrische Rikscha, die es in den Städten oft gibt. Natürlich sehr langsam und wenn wir nicht vorbeikommen, weil die Straße zu schmal ist, drängeln und hupen alle anderen von hinten. Oh je. Hier benutzt auch wieder jemand einen Ochsenwagen, um Dinge zu transportieren. Keine Seltenheit, auf den Feldern werden die auch zum Pflügen oft benutzt. Solche Hochbrücken werden auch immer mehr gebaut, um den Verkehr in den Städten zu entlasten. Wir sind allerdings falsch abgebogen und in Indien wird man ja ständig angehupt, wenn man zum Beispiel zu langsam ist und die hinter einem nicht so schnell fahren können, wie sie wollen. Hupen sie und man soll quasi in den Graben fahren, damit die vorbei können. Oder man hupt auch einfach nur so. Aber wenn man dann mal die ganze Straße blockiert, weil man drehen muss oder auch als Geisterfahrer unterwegs ist, dann hupt plötzlich niemand. Also der Verkehr ist schon ziemlich verrückt hier. Und allgemein sieht man in Indien einfach sehr viele Motorräder. Die sind halt günstiger in der Anschaffung und verbrauchen viel weniger. Aber es passt ja trotzdem auch die ganze Familie drauf. Dass Kühe auf der Straße liegen oder stehen, sieht man auch überall. Ampeln gibt es übrigens so gut wie nie, außer in den Millionenmetropolen. Vorfahrtsregeln wie rechts vor links gibt es auch nicht. Anscheinend gilt, der Stärkere gewinnt und hat damit Vorfahrt. Oder die Person, die am lautesten hupt oder am aggressivsten drängelt. Wenn man dann mal jemand vorlässt, dann wird sich leider selten nur bedankt. Ja, bitte. Ja, und irgendwelche Idioten gibt es immer, die langsam neben uns herfahren und uns filmen. Und das führt dann oft zu sehr riskanten Überholmanövern, dass wir auch manchmal eine Vollbremsung machen müssen. Es sind auch immer irgendwelche Typen, die nichts zu tun haben und dann alle im Straßenverkehr gefährden und das passiert leider recht oft. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass das Stadtbild hauptsächlich von Männern geprägt wird. Frauen putzen zu Hause, kochen, kümmern sich um die Kinder, schleppen Holz und arbeiten auf dem Feld. Deshalb sieht man Frauen nicht so oft und wenn dann nur schwer arbeitend. Ja, okay, reicht. Doppelt. Da sind auch wieder unsere Paparazzi-Freunde. Also wenn man mal wissen will, wie es ist, Popstar zu sein, muss man nur nach Indien kommen. Irgendwann hatten sie dann aber endlich genug. In Indien ist die Luft oft sehr staubig, besonders natürlich außerhalb der Monsunzeit, weil es dann fast nie regnet. Durch den Verkehr wird auf solchen Straßen viel Staub aufgewirbelt, weshalb hier der LKW sie bewässert. Vor ihren Häusern und Geschäften machen Leute auch auf die Straße nass, damit es nicht so staubt. Wegen des Staubs, Smog, Müllverbrennen und hoher Luftfeuchtigkeit ist die Luft oft ziemlich diesig. An diesem Tag ging es aber. Die Stadt war ja der Hammer. Erstens habe ich noch nie so viele Radfahrer in Indien irgendwo gesehen. Und es war echt wieder nochmal so eine Hammer-Zusammenfassung von Indien. Irgendwie so das ganze Gewusel, die bunten LKW, die Rikschas, die ganzen Motorräder, Straßenstände, Müll, irgendwelche Idioten, die uns wieder riskant hier überholen müssen, um uns zu filmen und so. Bananenpflanzen, ja super. Hält. Oh je, okay. Okay, haben wir das jetzt auch geschafft. Yeah. Die letzte größere indische Stadt. Toll. Wir freuen uns. Wir sind begeistert. Aber ja. So, je, was ist denn hier wieder los? Hier ist immer so richtiger Horror. Uiuiuiui. Naja, gleich biegen wir dann endgültig nach Norden ab. Und dann sind es noch 30 Kilometer. Yeah! Ich glaube, wir waren noch nie so froh, ein Land zu verlassen und endlich zu der Grenze zu kommen. Da muss ich ja jetzt irgendwie vortasten, Ach sonst so. kommt man ja niemals rum. Achtung. Oh je, wo will der denn lang? Ja, wir wollen auch noch rechts. Ja. Ja, da haben wir endlich kein Gehupe mehr. Hoffentlich in Nepal. Boah, ey. Axaul Border. Wir kommen. Jetzt ist
uns übrigens schon wieder jemand von der Seite reingefahren. Hier diese Rikscha. Ja. Das ist halt, ne, hier Bahnschranke ist unten, alle müssen warten und ein paar drängeln dann halt vor und ziehen sich dann rein und dann, ja. Ja, so er drängelt jetzt auch weiter, so völlig Drängelt jetzt da dran vorbei, um sich dann davor reinzuschieben. Er hat noch nicht mal Fahrgäste. Warum hat er so eilig? Ja. Warum muss man so ungeduldig sein? Hier muss man jetzt wieder aufpassen, ne? Ja. Oh je. Ja, super, jetzt müssen wir wieder anhalten. Achtung! Oh Gott. Ja! Also. Naja, oh. Jetzt kommt der nächste. Mann ey. Toll. Da muss man jetzt echt auf den letzten Metern aufpassen, dass man nicht einen Totalschaden hat, weil hier wieder Leute einfach nur bescheuert fahren. Und also anders als asozial kann man das halt nicht bezeichnen. Oh je. Ja, warte einfach. Da kommt jetzt auch wieder Gegenverkehr. Also die überholen halt einfach immer, obwohl Gegenverkehr kommt. So. Und dann passt es nicht, anstatt dass man ja dann hinter einem langsameren Fahrzeug irgendwie lang fährt. Ja, so ist einfach dumm. Der Gegenverkehr muss stehen bleiben, wir müssen alle stehen Und der wollte jetzt rüberziehen, aber halt so grundlos. So, was, also. Also es hört ja nicht auf hier. Wir dachten ja, hier ist jetzt vielleicht nicht so viel los. Wir haben es geschafft, aber nee. Es ist einfach weiter hier indischer Horrorverkehr. Wird irgendwie immer noch nicht besser. Das war nur schlimmer. Gott, wo sind wir hier, ey? Das war mal schlimmer als in Varanasi hier. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Boah, ey. Nochmal völliges Chaos zum Abschluss. Jetzt checken wir hier aus Indien aus. Und das ist ja so eine offene Grenze. Also ich glaube, die indischen und nepalesischen Menschen können einfach rüberfahren. Und wir müssen uns halt auf jeden Fall selber darum kümmern, dass unsere Pässe gestempelt werden und unser Carnet und so weiter. Aber hier ist das Büro, das haben wir auch ganz leicht gefunden. Leute haben uns schon dahin geführt. Mal sehen. So, jetzt das Zollbüro, um auch unsere Fahrzeugpapiere zu stempeln. Ja, bin ich mir nicht mal sicher, aber das ist jetzt nicht das Büro, was Nee, vorne ne? ist. Wo sind wir denn hier jetzt? Keine Ahnung. Naja, mal gucken. Wenn hier nichts passiert, kann man auch hier auch mitarbeiten. Naja, war kein Fall. Jetzt kommt er. Hallo. Hallo. Okay, jetzt haben wir wohl alles geschafft. Wir haben unseren Carnet-Stempel. Da müssen wir auch echt drauf beharren, dass wir da einen Stempel bekommen. Und jetzt geht es dann weiter nach Nepal. Ja, war sehr simpel. Ja, war simpel. Man musste ein bisschen warten, aber das ist ja immer so. Ja. Ja, wo ist denn jetzt Nepal? Ich glaube, wir sind jetzt schon eigentlich in Nepal. Brauchen wir ja unsere Dollar, weil Nepal ist wie ein Freizeitpark. Wir können entweder für 30 Tage ein Visum für 50 Dollar kaufen oder für 90 Tage für 125 Dollar, was schon echt eine stolze Summe ist. Oder man kann es dann auch verlängern, dann kostet es 3 Dollar pro Tag. Aber wir machen erstmal 30 Tage, weil es beginnt ja auch langsam so die Regenzeit, deswegen wissen wir eh nicht, wie lange wir da bleiben. Mal gucken. Okay, wir sind physisch in Nepal, aber noch nicht legal, weil die akzeptieren nicht alle unsere Dollar, weil da so ein Mini 1 mm großer Riss drin ist. Also er akzeptiert die nur, wenn wir ihn bestechen, also ihm nochmal irgendwie 500 mehr geben. Und jetzt können wir einfach zur Bank fahren und tauschen die halt dann da. Ja. Also der meinte, überall in Nepal können wir die benutzen, bei jeder Bank. Aber bei der Bank, wo die das Geld dann einzahlen müssen jeden Tag, die Bank stellt sich wohl mega an, angeblich, was ja völliger Blödsinn ist. Und erst hat er auch gesagt, so, oh nee, 1-Dollar-Noten geht nicht.
Dann ging es plötzlich Dann und geht's dann, wieder. das sind halt 100 $. Das heißt 50 pro Visum und überraschenderweise sind genau 50 okay und 50 nicht okay. Ja. Also es ist auch so ein Zufall, wo man so merkt, warum sind denn genau 50 nicht schön und andere 50 schon? Naja, und dann so, okay, ihr könnt 50 $ zahlen. Ein Euro geht wohl auch nicht, aber wenn ihr uns 50 € gibt und eure letzten 500 Rupees aus Indien, dann ist okay. Dann ist okay, also voll der Bullshit. Ich sag ihm mal, dass wir das bei der Bank selber tauschen gehen. Wir haben jetzt auch eben versucht, erstmal zum Zollbüro zu gehen und das Zolldokument fürs Auto fähig zu machen, aber nee, wir müssen halt erstmal offiziell einreisen. Und da gab es eine Wechselstube, aber die wechseln irgendwie nur indisch in nepalesische Rupees. Es wollte gleich nochmal so ein Militärmensch kommen und uns dabei helfen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja, weil die irgendwie eine Bestechung wollen und wenn der da ist, dann geht das dann plötzlich. Wir holen jetzt auch nochmal die Euro raus. Irgendwie muss man hier einreisen können und warum nehmen die nicht der meinte auch, nee, nepalesisches Geld, nee, geht nicht oder ihr müsst mehr zahlen, weil er muss es dann in Dollar wechseln und so. Man kann das Visum in dem Land nicht in der eigenen Währung zahlen, das ist ja ganz, also sehr komisch, vielleicht ist das auch so, hat irgendwelche skurrilen Gründe, aber ich möchte aber nochmal sagen, wir haben uns ja an die Regeln gehalten. Wir haben ja extra nur Dollar genommen, die voll schön aussehen und selbst da haben die dann was zu motzen. Das ist halt auch so, hä? Wir machen doch alles, was ihr wollt. Ja. Also das war jetzt echt wieder hart. Der wollte uns dann nicht ins Land lassen, weil wir angeblich nicht die richtigen Scheine hatten halt. Und wir haben halt gesagt, come on und so. Wir hatten dann nämlich noch ein paar Dollar, also wir hatten 130 $ und dann haben wir gesagt, okay, sucht euch davon die 100 guten Dollar aus, die ihr haben wollt. Aber er mochte uns dann einfach nicht mehr und war so, nee, nehme ich nicht. Es müssen gute Dollar sein und auch nicht so kleine 70 und haben so. sie dann ausgesucht. Genau, dann haben sie 70 ausgesucht. Und dann kam aber so ein älterer her, also der, der... Warte. Und dann war noch, dass man kann auch ein Visa, also das war jetzt für 30 Tage. Und wenn man nur ein Visa für 15 Tage nimmt, dann kostet es nur... Nee, wir brauchen kein Taxi. Thank you. Das ist our van. Okay, you don't have to watch. Wenn man nur ein Visa für 15 Tage nimmt, dann kostet es 30 $. Also waren wir kurz davor, dann haben wir schon mal das durchgestrichen. Okay, dann haben wir nur 2 Wochen in Nepal. Also ja, es wäre viel könnt zu ihr noch mal wenig. verlängern für 3 $ pro Tag, was ja auch voll der Wucher ist. Ja, und dann waren wir kurz davor, das zu machen. Und dann hat aber so ein älterer Herr, weil der die ganze Zeit mit uns verarschen wollte, war halt so ein junger Dude. Und dieser ältere Herr hatte den, glaube ich, ein bisschen zusammengeschissen und hat gesagt, boah, jetzt lass sie halt 50 so bezahlen mit Dollar und 50 in Euro. Und jetzt haben wir das so gemacht, haben die 30 Tage. Und dann hat dieser kleine Typ auch nicht mehr viel gesagt. Aber so, er meinte dann halt so, ja, dann müsst ihr halt zurück nach Indien. So, ich möchte jetzt hier mal meine Macht demonstrieren, weil er der Einzige ist in diesem Immigration Office. Also völlig ehrlich gesagt, aber gut. Ja. Jetzt haben wir das Nepal-Visum und wie immer, es kann nur besser werden. Ja. Also hier haben wir jetzt unser Visa und jetzt geht's dann, also für 30 Tage haben wir jetzt ein Visa und jetzt müssen wir noch kurz zum Zoll die Dokumente fürs Auto und die hatten da auch gar keine Ahnung, das war auch ein richtig skurriles Gebäude, ich will es nicht mehr Büro nennen. Ja, da müssen wir jetzt noch kurz hin und dann geht's hier richtig los mit Nepal. Nach 5 Stunden gefühlt. Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass damit so ein bisschen eine Sache, also es stand jetzt nicht auf meiner Bucketlist, aber ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich passiert, wenn man in so einem Land ausreist und im Neuen nicht reingelassen wird, also in so einer Grenze feststeckt, weil ich habe darüber auch schon ein paar Bücher gelesen und so, oder Reisende haben halt davon erzählt, dass zum Beispiel während Corona, sie sind irgendwo ausgereist und kamen dann nicht ins nächste Land, weil halt alles dicht gemacht hat und so, also über Landwege passiert sowas ja wahrscheinlicher. Also das haben wir jetzt auch mal erlebt, ne? Ist auch irgendwie ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen unnötig und absurd. Okay, jetzt haben wir das mit dem Kanä auch geschafft. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir mussten auch noch irgendwie so rumlaufen zu so einem Officer, also der da unterschreiben kann. Jetzt können wir endlich hier weg. Ja, ein paar Stunden später. Ja. Also wir wollen auch noch mal hier nach vorne. Möp, möp. Okay, wir sind durch. Wir sind in Nepal. Aber auf welcher Seite fährt man denn eigentlich in Nepal? Ich glaube, also sieht nach weiterhin Linksverkehr aus, aber ist schon noch ein bisschen lustig. Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Ah nee, Linksverkehr. Okay. Ja, könnt ihr ja nicht wissen. Nee, habe ich mich auch ernsthaft gefragt. Während Laura gerade zu einer Bank läuft, um ein bisschen Geld abzuheben, das ist irgendwie das Erste, was wir brauchen, bevor wir irgendwie eine SIM-Karte oder irgendwas bekommen, Essen, Diesel, was auch immer. Ersten Eindrücke von Nepal,
Eigentlich ziemlich ähnlich wie Indien. Vielleicht nicht ganz so voll und chaotisch, aber eigentlich ziemlich ähnlich. Und hier gibt es irgendwie ganz viele Apotheken oder so, so wie hinter mir, wo man irgendwie Medikamente kaufen kann. Die Hippies in Goa haben uns ja erzählt, dass man früher da alles kaufen konnte, aber irgendwann dann nicht mehr. Vielleicht muss man dafür jetzt nach Nepal fahren. Also hier ist jedenfalls alles voll. Also hier vermischt sich das auch noch ganz schön viel, weil halt viele zwischen Indien und Nepal anscheinend hier hin und her reisen und weiß nicht was machen, Business, Urlaub, Geschäfte. Und? Ich hab Geld. Yeah! Und wie sieht das aus? Wie nepalesisches Geld. Geil. Oh, ist ein Tiger drauf. Ui. Also wir haben doch keinen Tiger und Elefanten. Wow! Oh, das sieht ja richtig toll aus. Oh, verschiedene Elefanten. Ich bin begeistert. 1000 nepalesische Rupees. Wir haben immer noch ja Rupees. Ja super, das ging doch gut. Da gibt es schon wieder lustige Sachen. Ja, irgendwo bei diesem Turm. Ja. Ich denke mal, das ist der Twin Tower. So, Laura war eben auch schon hier. Ich habe jetzt auch eine neue SIM-Karte. Das heißt, wir haben beide jetzt, glaube ich, 40 GB für 1100 nepalesische Rupees. Irgendwie so 7 oder 8 Euro. Dann haben wir jetzt heute alles erledigt. Eingereist. Geld haben wir. SIM-Karte. Wir haben auch noch einiges zu essen ja in Indien schon gekauft. Und Wasser haben wir auch noch. Also jetzt sind wir erstmal bereit für die nächsten paar Tage. Und müssen erstmal raus aus dieser Stadt. Ist ja immer noch richtig laut hier mit diesem ganzen Gehupe, ey. Uiuiuiui. Wir haben uns jetzt einfach hier an den Rand der Straße gestellt, im Industriegebiet oder so. Ist auch ultra laut, weil die Autobahn oder Straße hier lang geht. Ja, wenn wir die Türen und Fenster so machen, dann geht's auf jeden Fall. Ja, wird nicht schlimmer als die letzten Nächte. Nee. Wir hatten uns eigentlich was rausgesucht, so an einem Fluss und so. Dann ist da auch hier Wald und der Nationalpark fängt an. Aber wir sind so kaputt. Jetzt dann im Dunkeln dann da irgendwo zu einem Fluss runterholpern wollen wir auch nicht. Deswegen bleiben wir jetzt hier, schlafen. Wir sind eh so kaputt, da werden wir so oder so schlafen können. Ja. Und dann können wir uns das alles dann am Tag mit Helligkeit in Ruhe angucken. Ja, genau. Jetzt wollen wir einfach nur essen und dann schlafen, weil wir fertig sind. Wir haben hier noch diese Asianudeln. Snack Attack. Attack Hunger. Ja, also nicht mal ein schönes Abendessen gibt. Also es ist schon okay, aber es ist jetzt auch nicht. Ja, wir wollten jetzt nicht so viel kochen, weil es dann wieder so heiß wird und wir einfach durch sind. Wir sind einfach durch. ja. Aber danke fürs mit uns hier durchstehen, auch die ganze Indienreise, weil es war ja auch nicht immer alles so toll. Also wir hatten gefühlt immer ein positives Video und ein anstrengendes Video, was ein bisschen war. Für uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich diesen Satz zu sagen, Indien hasst oder liebt man, so ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt nichts von beiden sagen, es ist mir zu sehr schwarz-weiß denken. Ich würde es auf jeden Fall nicht mit dem Van empfehlen, weil du einfach, der Verkehr ist scheiße und die Stellplatzsuche ist schwierig und das ist halt das, was mit dem Vanreisen ja ausmacht. Und generell finde ich aber, man muss das schon erlebt haben und ich bin froh, dass Indien jetzt kein Blindspot mehr für mich auf der Karte ist, sondern ich so weiß, wie ich mich da fühle und wie es ist. Aber es war jetzt auch nicht die beste Erfahrung meines Lebens. Nein. Aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren nochmal anders, mit mehr Geld, mit dem Rucksack, man weiß es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir denken, wir müssen... Mit Fahrer, schicken Hotels und sowas, ja, so wenn wir dann in der Rente sind. Genau, naja. Aber es war trotzdem eine Erfahrung und die will ich auch nicht missen. Das gehört zum Reisen auch dazu, dass nicht immer alles toll ist. Aber danke für eure ganzen Tipps und fürs Mitfiebern und fürs Nachvollziehen. Es fühlt sich einfach gut an, wenn Leute irgendwie sagen, wir können euch verstehen, dann geht es einem schon oft viel besser, wenn man sich irgendwie nachvollzogen fühlt.
Dann sehen wir uns in Nepal wieder. Genau. Schön, dass ihr mit dabei seid und dann bis bald. Bis zum nächsten Video. Namaste. Sagt man ja auch Namaste? Ja, aber kann man ja auch zum Abschluss der Indienreise kann man ja auch noch einmal Namaste sagen. Ja, ja. Obwohl hier man das sagen wir- jetzt nur in Hindi sagt und Ja, man spricht ja genau. viele Sprachen. Ja. Aber viele haben Hindi gesprochen. Ja, und Namaste ist schon, glaube ich, auch sehr in Indien generell verbreitet. Ja. Okay. Namaste. Namaste. Tschüss. Gute Nacht.